Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute ist schon der zweite Advent und ich habe mir für heute etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir fahren noch einmal auf die Burg Scharfenstein, denn dort gibt es eine ganz besondere und interessante Ausstellung über diese erzgebirgische Holzschnitzkunst. Und die möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Eine Schriftquelle aus dem 9. Jahrhundert beschreibt das Erzgebirge als Urwald. Es war eine unberührte Landschaft mit rauem Klima, die für Ackerbau und Viehzucht ungeeignet war. Erst die Entdeckung großer Silbervorkommen im Jahr 1168 bewirkte den wirtschaftlichen Aufschwung und die Besiedlung des Erzgebirges. Bergleute, die Silber, Zinn und andere Erze in den Mittelgebirgen von Sachsen und Böhmen schürften, bot das Lebensumfeld kaum die Chance, ihren Lohn durch zusätzliche Arbeit aufzubessern. Dem Anbau von Früchten oder Getreide widersprach das raue Klima. Ohne eigene Vorräte aber war an Tierzucht nicht zu denken. Nur den Rohstoff Holz lieferte die Natur in nahezu unbegrenzter Menge. So entstand die Schnitzerei als Hobby der Bergleute in Sachsen auf der Basis des preiswerten Rohstoffs. Der lyrische Name der Ausstellung bringt das Lebensgefühl der Bergleute, die im Winter kaum die Sonne sahen, auf den Punkt. Es war noch dunkel, wenn sie morgens hinabfuhren in den Stollen, und wenn sie wieder auffuhren, war es Nacht. Die daraus resultierende Sehnsucht nach Licht manifestierte sich im Brauchtum und in der Grundphilosophie der Weihnacht im Erzgebirge, bei der das Licht das vorherrschende Leitthema ist. Wenn auf der Weihnachtspyramide Kerzen brennen, versetzt die aufsteigende Warmluft die Pyramide in Drehung. Lichterglanz und Laternenumzüge, die Dörfer strahlen, als wären sie mit Millionen von Sternen übersät. Nirgendwo sonst auf der Welt gedenkt man der Christi Geburt mit einer solchen Festlichkeit. So nennt man das Erzgebirge das deutsche Weihnachtsland. Der Stolz auf die eigene Bergbautradition ist gerade zu Weihnachten präsent. Man schmückt den Christbaum zum Andenken an den Silberbergbau Silbern und man backt Butterstollen, deren Form und Name vom Bergwerkstollen inspiriert ist. In Bezug zum Weihnachtsbrauch hat sich eine einzigartige Volkskunst entwickelt, in der sich die biblische Weihnachtsgeschichte mit Motiven aus dem Erzgebirge vermischt. Zur Weihnachtszeit stellten die Frauen Bergmann und Engel ins Fenster. Für jeden Sohn einen Bergmann, für jede Tochter einen Engel. Diese Tradition aus dem 19. Jahrhundert pflegt man im Erzgebirge noch heute. Im Gegensatz zum volkskünstlerischen Schnitzen im Westerzgebirge entwickelte sich die Spielzeugherstellung im Seifener Raum fast ausschließlich als Berufstätigkeit. Zu den bemerkenswerten Ausnahmen, für die das Drechseln und Männelmachen Feierabendtätigkeit und Nebenverdienst war, gehört die Familie Timmel aus Grünheide. Ende des 18. Jahrhunderts bewirtschafteten sie hier einen kleinen Bauernhof. Die geringen Erträge der in der rauen Gebirgslage kargen Landwirtschaft forderten zusätzliche Einnahmen. Sie fertigten Weihnachtsfiguren.
Die Arme und Füße der Bergmänner sowie bestimmte Elemente der Kleidung wurden aus Masse, sozusagen aufgeweichte Pappe und Roggenmehl geformt und auf die gedrechselten Körper aufgesetzt. Die Bemalung erfolgte mit Leimfarben. Charakteristisch für die Timmelfiguren ist eine ausgewogene Form, handwerklich solide Fertigung sowie eine gut abgestimmte Farbgebung. Sowohl Engel als auch Bergmann wurden oft mit einem auf den Kopf aufgesetzten Lichterbogen ausgestattet. Johannes Martin, geboren 1943 in Leipzig, sammelte, um zu bewahren. Zunächst in Hamburg auf Trödelmärkten, später auch im Erzgebirge. Er suchte und fand ältere und gefährdete Stücke, restaurierte sie und legte die ursprüngliche Bemalung frei. Bei seinen Reisen ins Erzgebirge ergänzte er die Sammlung durch neuere, in der Tradition liegende Erzeugnisse. Seit 1991 stellte Johannes Martin Teile seiner Sammlung in Weihnachtsausstellungen in Hamburg vor. Erfolg und Zuspruch bestätigten das neue Ziel, aus der Sammlung ein Museum zu gestalten, das allen Interessierten diese Besonderheit des Erzgebirges ständig zugänglich macht und die inzwischen sehr umfangreichen und seltenen Stücke der Nachwelt erhält. Ein weiterer Zweig erzgebirgischer Volkskunst ist das Spitzenklöppeln, das eine noch viel ältere Tradition hat als das Drehen von Holzfiguren. Bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in der Blütezeit des Silberbergbaus, klöppelten die Frauen zu Hause, während ihre Männer im Stollen waren, vornehmlich an den langen Winterabenden. Obwohl der Verkauf der Textilspitzen, damals ein sündteures Luxusgut, einen angenehmen Zuverdienst darstellte, rückte der Broterwerb erst nach dem Niedergang des Bergbaus ca. 150 Jahre später in den Vordergrund. Heute klöppeln viele als Hobby. Die filigrane Spitze aus dem Erzgebirge eignet sich als Tischwäsche, Fensterschmuck oder Baumbehang. Zum Kunsthandwerk entwickelte sich die Hobbyschnitzerei durch Kriege. Der Erzbergbau kam erstmals durch den Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 48 und erneut durch den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 63 praktisch zum Erliegen. Durch den Aufbau zahlreicher Manufakturen, die sich mehrheitlich nicht als wettbewerbsfähig erweisen sollten, versuchten die Menschen zu überleben. Von mindestens 150 Manufakturgründungen bis 1800 berichten heute die Geschichtsbücher. Heute leben nicht anders als vor 200 Jahren in fast jedem erzgebirgischen Dorf Kunsthandwerker, die Weihnachtsfiguren fertigen. Der Grund dafür ist in der Geschichte zu suchen. Als im 17. Jahrhundert der Silberbergbau weitgehend zum Erliegen kam, mussten sich die Bergleute neue Erwerbszweige suchen. Viele konzentrierten sich auf die Herstellung von Weihnachtsschmuck und Holzspielzeug. Die ganze Familie arbeitete zusammen. Der Vater drehte die Figuren an der häuslichen Drechselbank und die Mutter bemalte sie mit der Hand. Auch die Kinder schufteten 12 Stunden am Tag. So konnten sich Familienwerkstätten etablieren, deren Name über Generationen zur Marke geworden ist. Heutzutage finden die Räuchermännchen und Nussknacker aus dem Erzgebirge Liebhaber und Sammler in aller Welt. Schon ab 1740 stellten die Frauen leuchtende Schwibbögen, die ursprünglich aus Metall gefertigt waren, in die Fenster, damit ihre Männer nach Schichtschluss den Weg nach Hause fanden.
Die Quellen der von uns heute bewunderten mechanischen Weihnachtsberge, die uns die Arbeit unter Tage und das Leben über Tage in Bewegung vorführen, liegen im Bedürfnis der Bergleute, den anderen Familienmitgliedern, vor allem auch den Kindern, ihre Arbeitsstätte und ihre Tätigkeit im Berg vorzustellen. Die Weihnachtsberge als volkskünstlerische Nachbildungen eines Grubenbetriebes haben eine lange Tradition. Ihre Aufstellung gehörte zum wichtigsten Ereignis in der Vorweihnachtszeit. Heute sind in verschiedenen erzgebirgischen Museen prachtvolle Gestaltungen zu sehen. Beim Weihnachtsberg verbinden sich die verschiedenen Tätigkeiten des erzgebirgischen Schaffens. Dazu gehört die Vorliebe zum Basteln und Zusammenbauen. Vollplastische, also aus einem Stück geschaffene Skulpturen, waren Sache des Künstlers. Der am Feierabend Tätige baute seine Figuren aus verschiedenen Einzelteilen zusammen. Typisch ist die Verwendung verschiedenster Materialien, insbesondere auch von Naturmaterialien, um einen realistischen Eindruck der künstlich geschaffenen Welten zu erhalten. Die ersten mechanisierten Weihnachtsberge waren sogenannte Buckelbergwerke, die auf dem Rücken zu Jahrmärkten getragen wurden, um den Schaulustigen den Bergwerksbetrieb mittels Kurbelbewegung fortzuführen. Weihnachtsberge existieren als orientalischer und als Heimatberg. Heute, wo es im Erzgebirge keinen produzierenden Bergbau mehr gibt, stehen dennoch seine volkskünstlerischen Nachbildungen in den Weihnachtsstuben und künden von dieser Tradition in der heimatlichen Region. Die Geschichte der Puppenstube geht bis in das 16. Jahrhundert zurück. Das älteste bekannte Puppenhaus wurde 1558 für Herzog Albrecht V. von Bayern gebaut, allerdings nicht als Spielzeug, sondern als kleines Kunstwerk und Schaustück. Im 17. und 18. Jahrhundert griffen reiche Patrizierfamilien in Nürnberg und Augsburg diese Idee auf und ließen ihre Häuser im Kleinformat nachbauen. Das erste moderne Puppenhaus, das mit erzieherischem Inhalt gefertigt wurde, schuf 1631 Anna Köferling in Nürnberg, die dazu auch ein Flugblatt herstellen ließ. Mädchen sollten spielerisch auf ihre spätere Aufgabe als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Erst im Biedermeier fand das Spielzeug aber weitere Verbreitung. Vorbild waren die Wohnungen gehobener Bürgerfamilien, die möglichst naturgetreu nachgebildet wurden. Es gab auch einzelne Räume als Puppenstube, vor allem als Salons oder Puppenküchen, die mit allen nötigen Küchengeräten ausgestattet waren. Zu dieser Zeit kam auch der Kaufladen auf, mit dem Geschwister zusammenspielen konnten. Mittlerweile wurden Puppenstuben industriell hergestellt. Dabei war es früher in Deutschland üblich, die Puppenstube zur Bescherung an Heiligabend aufzubauen und sie nach Weihnachten zum Dreikönigstag wieder einzupacken und auf dem Dachboden zu verstauen, so dass lediglich kurze Zeit damit gespielt werden konnte und die Puppenstube somit geschont wurde. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt jetzt sehr viel Interessantes über die erzgebirgische Holzschnitzkunst erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!